Leck dich, Alter. Ja, servus Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Glossworks Detailing. Für alle, die neu dazugekommen sind, mein Name ist Fabian. Ich nehme euch in dieser Folge mit bei einer Aufbereitung eines alten Mercedes-Benz Strich 8 in Unigrün, extrem ausgeglichen. Ja, er bekommt eine Wachsversiegelung auf jeden Fall mit dem neuen Wachs, das ich testen werde von der Firma OneWax. Ist ein Hybridwachs, also mit Knauer-Bestandteilen und synthetischen Bestandteilen. Ja, ich wollte in dieser Folge wieder ein bisschen zeigen, wie ich da vorgehe, was ich mache. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Nach dem Intro geht's los. Bis gleich. So, guten Morgen und herzlich willkommen zurück bei Glossworks Detailing. Ich habe heute einen ganz speziellen Gast hier. Ja, ich würde sagen, ich zeige euch lieber mal erstmal alles, bevor wir groß rumreden. Also handelt es sich um einen alten Strich 8 in einem schönen Grün. Problem ist, sind jetzt so ein paar Stellen dabei. Ich denke, hier sieht man es. Hier wurde halt nicht so geil nachlackiert, kommt Rodierung durch und Lackläufe, also was drüben fehlt an Farbe, ist hier zu viel drauf. Ja, hier auch. Also, und hier ist es schon irgendwie, schon mal jemand sein Glück versucht. Anscheinend. Also ist Vorsicht geboten auf jeden Fall, aber man muss dazu sagen, es ist, man kann es kaum glauben, es ist echt ein Alltagsfahrzeug. Also der bewegt es jeden Tag, von dem her, ja, das ist auch bloß erwünscht, dass er mal wieder ein bisschen glänzt. Das heißt, ich gehe halt eine Stufe mit der Medium Cut mal drüber. Und mal gucken, dass er zumindest wieder ein bisschen besser aussieht. Er ist halt einfach schon nachlackiert, nicht so schön gespachtelt und er hat auch echt schon viele Jahre auf dem Buckel. Hier sind auch so Geschichten, wo man ein bisschen aufpassen muss. Aber ich denke, ja, wird auf jeden Fall eine grüne Angelegenheit, die Pads und so, weil alles grün wird wahrscheinlich aussehen ohne Ende, meine Tücher und alles. Aber gut, ich gucke mal, was ich rausholen kann auf die Schnelle und ja, waschen werde ich jetzt erstmal, aber nicht mit dem Dampfstrahler, sondern nur mit dem Gartenschlauch abbrausen, weil ich denke, wenn ich mit dem Dampfstrahler drüber gehe, ist vielleicht am Schluss nur noch der Stern übrig, deswegen ein bisschen aufpassen. Ja, und auch, ich will auch da auch kein Greenstar oder so nehmen, man sieht es vielleicht. Ich weiß nicht, was man erkennen kann, hier sind schon lauter solche Läufer drinnen und Rückstände. Der wurde nämlich mal mit einem zu aggressiven Vorreiniger gewaschen, das war anscheinend ein LKW-Vorreiniger und dann wurde der ganze Schaum grün, also ja, muss ich gucken, ich denke es wird rausgehen, wenn ich mal drüber poliere, die oberste Lackschicht abnehmen auf der Haube, dann müsste das hinhauen. Ich werde, denke ich mal, nur mit milden Shampoo mal einfach in die Sprühflasche dann einsprühen, abbrausen, dass das grobe runter ist, ja, und dann werde ich ihn ganz normal waschen und dann geht's los, also bis gleich. So, ich bin bereits dran, habe jetzt schon mal eine Tür gemacht und wie man es halt vom Unilack kennt, der wird halt wieder richtig geil, wenn das so ausgeblichen ist. Ne? Ich zeige euch mal hier die Tür, wie er schlussendlich aussehen wird und wie er aussieht. Also ich denke, auch die Haube, ich denke es wird gut. Ich habe mich entschieden hier jetzt für die Rubes Accenter und für die Finish Polish von Surfaces damit. Funktioniert es gut, soweit wie ich das brauche. Und ja, kennt ihr schon die grünen neuen Pads von Surfaces? Hier, schön vom Auto grün gefärbt.
Und ja, das war schon das Auto. Ich habe es nicht mal anbekommen. Ich habe nicht mehr gewusst, wie das funktioniert. Also das war eigentlich schon, ja, musste erst mal nachfragen hier bei Mercedes unten, wie man so ein Teil anmacht und dann ist reinfahren. Ich dachte schon, ich komme gar nicht in die Halle rein. Also schon gewöhnungsbedürftig, so ohne Servolenkung und so. Ja, also auf der Straße glaube ich, ich damit schaffe ich Schiss zu fahren. Also sicher würde ich mich nicht fühlen. Ja, gut, ich mache jetzt mal weiter. Viel abkleben, also viel mit dem kleinen, feinen Klebeband hier. Die ganzen Dichtungen, einen Teil muss ich noch abkleben, nur ich war natürlich wieder zu motiviert und wollte erstmal ein Stück polieren und gucken, wie es aussieht. Ja, habe ich jetzt weiter vorarbeiten. Ja, ich denke mal mit viel Ausdauer und Geduld geht ja schon, wie bei einer Frau eigentlich. Ja, würde ich sagen, ja, mache ich mal weiter. Nehme euch mit. Ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Ja, ich glaube, wie ich euch gewaschen habe, wie ich ihn gewaschen habe, habe ich schon erzählt. Mit ganz normal Surface Shampoo. Und ja, mal gucken. Wachs kommt, ein ziemlich neues Wachs von One Wax. Muss ich mal gucken, wie das mit dem Lack funktioniert. Ich möchte es ja noch gerne ausprobieren. Ja, also man soll den Lack auch vorher entfetten. Ich habe es an der Stelle jetzt probiert. Ich habe jetzt keine Schlieren feststellen können. Kann sein, dass es an der Farbe liegt. Wenn ich es nicht entfetten kann, werde ich es dann mit Amigo, mit einem Pre-Cleaner vorher fahren. Aber ich denke, wird mit Entfetten funktionieren. Und dann kommt das One Wax drauf. Bin ich schon echt gespannt. Wird mega geil, das Auto. Und ja, so hier ein Unterschied wird sogar ein Blinder erkennen. Ja, also das Auto wird wirklich, außer an den nachlackierten Stellen eben, wenn man hier so reinschaut, ich weiß nicht, wie ihr es erkennen könnt, aber man sieht schon, alles was so, ja, so schlecht nachlackiert ist, wird immer noch danach nicht so gut ausschauen. Alles was original ist, wird schön glänzen wieder. Ja, ich mache jetzt weiter, hole es dann später wieder dazu. Was ich hier beim Polieren beachte, ich nehme wieder kleinere Segmente einfach und hier könnt ihr ruhig ein bisschen mehr Politur nehmen. Das ist so meine Erfahrung, weil einfach diese tote Lackschicht, die wir abtragen, ja, das ist einfach so stumpf, das saugt richtig die Politur auf. Ja. Also wenn ihr da ein bisschen mehr Politur nehmt oder auch ein bisschen Wasser noch zur Hilfe, so ein Sprüher, dann tut es einfach leichter, weil ihr einfach den Lack besser abtragen könnt. Also diese tote Lackschicht, die einfach abnehmt bei diesem Unilack ohne Klarlack drauf. Und dann nehme ich auch wieder kleine Bauteile. Über das Pad natürlich nach jedem kleinen Bauteil oder kleinen Segment, was ihr gemacht habt, immer ausblasen, weil habt ihr halt einen Haufen alten Lack drin. Und ja, dann immer nach einem Bauteil wasche ich mir immer gleich den Polierschwamm wieder aus oder nehme den neuen. Manchmal wasche ich ihn gerne aus, weil er nämlich leicht feucht ist und die Politur sich somit auch wieder leichter verteilen lässt. Ja, aber das ist jedem immer sein Ding, wie er das am liebsten macht, aber ich mache das eben so. Und achtet wirklich darauf, auch oft das Pad wechseln, gerade bei solchen Lacken, weil ihr einfach sehr viel von diesem alten toten Lack abtragt und das alles im Pad habt, ja. Auf jeden Fall danach kontrolliere ich nochmal genau, weil wichtig ist halt hier, dass die Oberfläche wirklich gleichmäßig glänzend ist. Das ist nämlich hier das Problem, wenn man nämlich dann gleichmäßig arbeitet, dann hat man eben so kleine Wolken drin. Deswegen immer schauen, das ist auch der einzige der Punkt, wo man wirklich aufpassen muss bei dem Lack, dass es gleichmäßig wird. So Leute, es ist schon wieder etwas später geworden. Ich habe schon gut was geschafft jetzt. Ich würde sagen, ich zeige mal ein bisschen was. Ich habe mir jetzt mal die Mühe gemacht, hier die Hälften abzukleben und das ist echt krass bei solchen Autos, wie das halt echt immer auffällt. Wenn sich das mal anguckt hier, sieht man schon ein bisschen Unterschied, würde ich sagen. So ein kleines bisschen. Hier ist leider, leider Grundierung. Kommt er durch, hier wurde halt nicht so geil nachlackiert. Man hat hier auch Lackläufer drin, überall. Hier unten kommt Grundierung durch. Ja, Dach auch einmal halb. Und der gleiche Spaß noch einmal hinten. Ja, denke ich mal, sieht man. Ja, was soll ich sagen, es läuft. Schade, dass diese Stellen ein bisschen, ja,
stören, aber okay. Ist ja nun mal ein altes Fahrzeug und ich denke, es könnte um einiges schlimmer sein, von dem her ist in Ordnung. Man muss halt wirklich aufpassen an diesen Stellen, wo die Grundierung durchkommt, dass man den restlichen Lack auch noch wegpoliert, weil ich will es ja nicht noch schlimmer machen als davor, deswegen ja, ein bisschen Vorsicht geboten, ansonsten geht es. Ich würde sagen, ich tue noch ein bisschen. Ich habe jetzt hier noch, ja, sieht man schon Tücher drin stecken. Ja, das Seitenteil noch hin, Kotflügel vorne, die ganzen anderen Hälften. Ja, und dann kommt morgen das Wachs drauf. Wie gesagt, von OneRex ist ein Hybridwachs. Ja, muss ich mal gucken, wie es funktioniert. In Fetten hat eigentlich jetzt an der Stelle funktioniert. Mal gucken, wie es dann morgen ist, wie es dann ausschaut, und wenn es nicht funktioniert, werde ich das mit Prima Amigo primen. Ich gucke, dass ich das meiste rausholen kann, und ja, dann würde ich sagen, ich melde mich morgen, wenn ich soweit bin, und dann wird mit Wachsen angefangen, Leute. Bis dann. Es ist nämlich immer gar nicht so spektakulär, wie es am Ende aussieht. Es sieht zwar fürs Auge natürlich viel, viel krasser aus, als jetzt zum Beispiel einen harten BMW-Lack oder irgendetwas aufzupolieren. Aber die meisten Leute, die sehen sowas, sehen den Farbunterschied, denken sich einfach, wow. Ja, aber das ist eigentlich, jeder, der schon mal gemacht hat, es ist eigentlich unspektakulärer, als es aussieht, ja, aber der Effekt ist einfach Hammer. Deswegen machen solche Autos immer Spaß, weil man einfach weiß, was man rausholen kann. Hier haben wir natürlich viele Sachen jetzt schon wegen Nachlackierung mit der Sprühdose und Heckklappe. Hinten befinden sich wirklich sehr viele Staubeinschlüsse. Also die ist komplett, da meint man, das Auto ist in der Wüste lackiert worden. Wahnsinn, aber gut, das wird alles drin bleiben. Hauptpunkt ist hier einfach wieder das Auto ein bisschen glänzender machen, dass er wieder schön aussieht, und ich denke, man wird dann auch sehen im Verlauf des Videos, dass es wirklich wieder ganz gut gelungen ist. Was natürlich bei so alten Oldtimern immer sehr wichtig ist und zu beachten ist immer nur so viel Lack wie nötig und so wenig wie möglich abnehmen, ja, weil der Lack, der soll noch einige Jahre länger erhalten bleiben. Das ist immer eine ganz wichtige Regel. Lieber ein paar Sachen drin lassen, als alles rauszupolieren, ja. Also das ist auf jeden Fall was, was ich auf jeden Fall merken sollte. So Leute, es ist endlich soweit. Ja, hier ist das Wachs. Machen wir jetzt mal zusammen auf. Ja, schon eine ziemlich coole Verpackung. Einmal ein Schaumstoff-Applikator. Und jetzt kommt das Wachs. Oder ist ja kein reines Wachs. Ja. Es riecht auf jeden Fall mega nice, es riecht richtig fruchtig. Hammer. Ja, zum Wachs, was gibt es zu sagen? Ich glaube, ich habe schon ein bisschen was erwähnt. Das ist kein reines Naturwachs, das ist ein Hybridwachs mit so, ja, synthetischen Bestandteilen drin und mit Kanauberwachs und anderen Wachsen, so wurde es mir gesagt. Made in Germany, sogar in Fürth, ist nicht weit von mir, halbe Stunde oder so. Also kann das nur gut sein. Ja, ich bin mal gespannt, wie es ist mit der Verarbeitung. Ich habe den Lack jetzt entfettet. Normalerweise bei einem reinen Wachs muss man nicht entfetten, weil braucht man einfach nicht bei einem reinen Wachs, ist nicht nötig. Und aber bei dem hybriden Wachs ist es eben wieder so, entweder entfetten oder ein Pre-Cleaner. Und da ich hier jetzt halt gucken musste mit der Zeit, dass ich einigermaßen hinkomme, habe ich es versucht. Mit Fetten ging auch wirklich, also ich habe keine Schlieren oder sonst was drin. Ich habe das getestet, ich habe noch ein bisschen verdünnt. Ich habe mit Eraser entfettet. Das noch ein bisschen mit Wasser verdünnt und ging top. Jetzt ist entfettet und ja, jetzt werde ich das applizieren und dann bin ich mal gespannt. Ja, zum Auftrag gibt es nicht so viel zu sagen zum Wachs. Wo ihr wegen darauf achten solltet, das tupft einfach ein bisschen in die Wachsdose rein, schaufelt das Wachs nicht raus, sonst habt ihr viel zu viel auf eurem Pad. Das heißt, tupft ein bisschen rein, verteilt es, ihr könnt es in Kreuzstrick machen oder kreisende. Ich mache hier gerne Kreisenbewegungen, das ist natürlich immer abhängig vom Geschmack einfach, wie es jeder einfach. Jeder hat seine Vorliebe dabei. Ich mache es gerne in Kreisenbewegungen.
Von der Abtragszeit, also laut Hersteller, soll man es bauteilweise verarbeiten, da natürlich hier auch wegen Anwendungsfehlern vorgebeugt werden soll. Ich habe es einfach mal am ganzen Fahrzeug aufgetragen, habe noch ein bisschen gewartet, ging wirklich super mit dem Abpolieren, also hat nichts gebremst oder sonst irgendwas, ging wirklich easy off. Und ja, wenn ihr hier wirklich dann noch am Ende in der Sonne irgendwie Schlieren oder irgendwas seht bei dem Wachs, ist nicht weiter schlimm, das geht spätestens bei der ersten Wäsche, geht sowas runter, ja, also von dem her muss ich wirklich sagen, einfach in der Anwendung. Und ganzes Auto könnt ihr eigentlich applizieren, ihr könnt es auch bauteilweise machen, das könnt ihr selber machen, wie ihr wollt, funktioniert beides ziemlich gut. Ich bin fertig, Leute. Ich muss sagen, Verarbeitung war wirklich total einfach. Ich habe das ganze Fahrzeug appliziert, habe es auch ein bisschen länger drauf gelassen, es gab nirgendwo Probleme, auch wo ich ein bisschen mehr verwendet habe. Alles top. Ja, auch keine Wolkenbildung oder ähnliches, sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Der ganze Raum riecht nach Beeren, also wirklich Hammer. Der Geruch ist wirklich auch geil. Und ja, ich würde sagen, ich mache jetzt so ein paar Kleinigkeiten, so Chromteile, hier vorne Stoßstange muss ich noch machen. Sonst bin ich fertig. Ich sage, wir machen jetzt mal kurz einen Beading-Check, um zu gucken, wie es jetzt performt. Und ja, danach zeige ich euch noch die Finish-Aufnahmen und das war es dann auch mit dem Video. Danke fürs Zuschauen. Daumen nach oben und Abo nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hier haben wir jetzt noch einen kleinen Beading-Vergleich. Seht ihr oben links, der ungeschützte Lack ist klar, da ist null Abperlverhalten da. So, die Perlen finde ich schauen recht schön aus. War jetzt direkt nach dem Auftrag, da es ein synthetisches Wachs ist, kann es natürlich sein, dass das Beading noch am nächsten Tag zunimmt, aber das konnte ich leider nicht mehr testen. Aside from my soul, there goes a sight, now there goes a sight from my soul, there goes a sight from my soul, there goes a sight, there goes a sight, there goes a sight from my soul. I think a fall angel just walked by. 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 There goes a sight from my soul. There goes a sight, there goes a sight. Now there goes a sight from my. There goes a sight.